Hallo ihr Lieben, wisst ihr, was Laubenpieper sind? Also ich hatte mal 8 Jahre lang eine wunderschöne Laube an der Havel. Und wenn ich Laubenpieper höre, dann denke ich eigentlich vor allem an die hochmusikalische Nachtigall, die ich noch nirgends so intensiv wie dort hören durfte, Jahr für Jahr. Gleich komme ich mit meinem Camper an der Havel an. Und dort besteht Aufregung bei den Laubenpiepern, also den Menschen, die dort ihre Urlaubslauben haben. Warum? Weil eine sogenannte Machbarkeitsstudie dazu helfen soll, Menschen zu vertreiben, ihre Lauben zu zerstören und ihre blühenden Gärten. Machbarkeit. Gleich begegnen den Menschen, die gegen solche Willkür ihnen gegenüber protestieren und die unlogischen Gründe für ihre von den hiesigen Beamten gewollte Vertreibung ablehnen. Das gab es noch nie. Mitglieder aller 3 Vereine treffen sich, um sich auszutauschen über das Thema des Sommers 2025. Die Machbarkeitsstudie war eine Woche zuvor vom Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirksamts Spandau von Berlin veröffentlicht worden. Mit knapper Reaktionsmöglichkeit von 4 Wochen für die Betroffenen, Eigentümer von 196 Lauben an der Havel im Bereich Breitehorn. Ein Idyll, das durch schon lange gehegte Wünsche bei den Spandauer Beamten nach sogenannter Renaturierung gefährdet ist. Dabei ruft die Natur selbst nach über 70 Jahren Pflege und Bewohnung so gar nicht nach einem Renaturieren. Willkommen an der Havel. Hier sind also ganz viele Laubenpieper, so sagen sie es selbst. Und das heißt, die wohnen hier nicht, aber sie können Wohnraum gestalten und nutzen in Form von Wochenendhäusern auf entsprechenden Grundstücken. Ja, und das hier hinter mir, das war auch mal meins. Und das hat mir gut gefallen. Also das war schön dort und ich habe da wirklich gerne meine Zeit verbracht. Und wenn ich dann mal so nach vorne rausgeschaut habe, ja, da sieht man dann den Steg von dem Verein, da liegen die Boote, der nächste da hinten und die Havel ist hier so breit, sie ist über 1 Kilometer breit. Das ist wunderbar. Insofern wundert man sich dann auch, wie denn so Verwaltungen auf die Idee kommen, dass dieses Gebiet hier also als Überschwemmungsgebiet dienen müsste im Falle von Hochwasser. Wie soll hier, es ist wie ein großer See, wie soll die Havel hier denn so ansteigen, dass sie hier über diese Promenade in die bebauten Gebiete hineinläuft? Es ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber dafür gibt es genauere Zahlen und Daten. Sollen die sich damit beschäftigen, die damit zu tun haben? Ich kann nur sagen, ich fand es schön hier die ganze Zeit und ich bin hier gerne gewesen und vor allen Dingen aber auch, kann ich sagen, dieser Weg, ne, den ihr so hinter mir seht, diese Promenade, die ist einfach ganz toll. Die ist wirklich ausgelastet. Immer wieder, zu jeder Jahreszeit kommen an den Wochenenden die Berliner hier hin und wollen einfach mal sehen, was gibt es hier zu gucken, was ist da los. Und das eine sind dann die Lauben und das andere ist das Wasser. Was passiert da? Da wird Bötchen gefahren und hier werden Blümchen geschnitten und so weiter. Ich möchte euch in diesem Kanal davon erzählen, möchte euch daran Anteil geben und es ist mir einfach ein Anliegen, weil ich es selbst hier schön fand und auch finde, dass das möglichst lange weiterhin Bestand haben soll. Viel Spaß euch dabei und schreibt eure Kommentare und eure Erwartungen, was ihr gerne sehen und hören wollt, in die Kommentare. Schmetterlingsflieder und noch vieles mehr genießt Frauke in ihrem Garten.
Renaturierung braucht sie nicht. Natur braucht schon mal Rückschnitt, weiß sie. Dann wuchert nicht alles, sondern kann mehr Kraft entwickeln. Besser den mitunter scharfen Winden an der Havel trotzen. Wir sind seit 2013 hier und es kam dazu, es war ein großer Glücksfall, weil unsere Tochter mit einigen Freundinnen damals und Freunden auch, muss man sagen, damals nannten wir sie auch immer die Kommune, die hatten hier schon ein kleines Häuschen und wir waren damals sehr oft hier, fanden dieses ganze Gelände, die Uferpromenade, die Havel, alles ganz wunderbar. Die Nähe zu Berlin, die Nähe zu Potsdam. Und deshalb haben wir immer gesagt, wenn irgendwann hier etwas frei wird, sag uns sofort Bescheid. Dann habe ich ja auch erlebt, dass hier immer mal die Generationen sich getroffen haben. Ne? Auf jeden Fall. Es entwickelte sich so, dass dieses Haus für unsere Kinder, für die 3 Kinder, inzwischen auch mit den Enkeln, ein wirklich reger Familientreffpunkt ist. Und alle sind immer gerne hier. Wir haben so eine Buchungsliste, wer wann hier sein kann. Und ja, manchmal überschneidet es sich, aber wir einigen uns natürlich und sind immer alle sehr gern hier. Und die Enkel finden es ganz fantastisch natürlich auch. Ganz wunderbar. Wenn jetzt solche Mitteilungen kommen wie, da ist eine Machbarkeitsstudie in der Luft und da möchten wohl vielleicht die hohen Herrschaften da oben hier das Gelände renaturieren, was ja bedeuten würde, möglicherweise kann man dann hier nicht mehr seine Urlaube verbringen. Was macht das mit dir? Das ist eine ziemliche Katastrophe und die ganze Familie ist, ich sage, niedergeschlagen und man kann es eigentlich gar nicht glauben, dass so etwas passieren kann, weil, wie gesagt, wir pflegen den Garten, wir pflegen das Haus, es ist alles gut in Schuss, wir haben auch investiert und würden auch weiter investieren. Der Schuppen zum Beispiel müsste eigentlich erneuert werden, aber nun warten wir natürlich erstmal ab, weil man nicht genau weiß, was passiert. Und ja, es macht uns alle natürlich sehr, sehr traurig. Und den Enkeln sagen wir es lieber gar nicht, weil die würden natürlich sofort weinen. Das wird erstmal unter den Erwachsenen unterm Teppich gehalten, so wir sprechen nicht darüber, weil das für die Kinder ganz schrecklich wäre. Die fühlen sich hier einfach sehr, sehr wohl. Und so möglicherweise würden die dann lange Jahre immer wieder weinen und fragen, ist es denn noch da? Ja. Weil es ja vielleicht gar nicht so stark geht. Das wollen wir hoffen. Das wollen wir hoffen, dass es doch noch sich etliche Jahre ins Land gehen und wir hier doch noch viele, viele schöne Urlaube verbringen können. Du bist auch mit den Nachbarn gut zufrieden, ne? Sehr, sehr, ja. Welche Art von Kontakt hast du denn so, um es mal so knapp zu beschreiben? Ihr unternehmt ja nicht jetzt gerade miteinander noch Bootsfahrten, sowas hat man früher mal gemacht, aber was passiert denn noch so? Was passiert? Sobald ich hier bin, melde ich mich sozusagen an bei den Nachbarn, mit denen ich am meisten befreundet bin und sage, da bin ich wieder und alle freuen sich und dann sitzen wir hier abends, trinken ein Gläschen oder trinken Kaffee. Im Winter, in der Corona-Zeit, haben wir immer ganz viel uns auch hier getroffen. Natürlich alle geimpft, logischerweise, und haben hier gesessen und uns gefreut. Und meine Tochter mit ihrer kleinen Tochter hat sogar die ganze Corona-Zeit hier verbracht, was damals dann wirklich auch ein großes Glück war, weil sonst hätte sie mitten in Berlin wohnen müssen. Und man durfte ja nicht raus und hier war es einfach wunderbar. Und ja, und die direkten Nachbarn, jetzt ist hier zur einen Seite ein neuer Nachbar eingezogen, der hat den Garten etwas umgestaltet. Sofort haben wir uns ausführlich unterhalten und auch schon Kaffee getrunken und uns angefreundet. Und alle sind einfach, wenn man hier draußen ist, man ist so entspannt. Und auch die Spaziergänger. Jetzt in den letzten Tagen wurde ich mehrfach angesprochen, ist es denn wirklich wahr, soll das hier alles weg? Und ich sagte, ja, wir hoffen natürlich nicht und vor allem nicht so schnell und wenn in 10 Jahren vielleicht. Aber tatsächlich sagten die, ja, wir gehen hier immer spazieren und wir genießen diese Uferpromenade und wir genießen die schönen Gärten. Es ist ganz traurig. Ich habe sie dann sofort habe ihnen gesagt, erzählt von der Petition, wollten sie alle sofort unterschreiben. Also ich sage mal, nicht nur die Besitzer dieser kleinen Häuschen hier sind todtraurig, sondern auch alle Bewohner von Klado, von die Menschen, die hier auch aus der Stadt rauskommen, mit der Fähre anlegen und dann immer einen Spaziergang hier machen. Sie sind alle sehr bestürzt darüber. Und Sie haben es euch auch gegönnt. Ne? Sie sind ja auch Auf hierher jeden gekommen, Fall, auf jeden nicht nur Fall. um auf der einen Seite die Havel zu sehen, sondern auch hier in die Gärten zu schauen. Ja.
und zu sehen, wie das Ja. Traubenleben Ja. sich entwickelt. Ganz genau. Die Laubenpieperei, die wird schon gemocht in Berlin. Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist für die Berliner so eine Art Sehnsuchtsort aus der Stadt raus an die Havel. Und es gibt hier ja viele solcher Lauben, nicht nur hier an der Havel, aber diese hier wird sehr, sehr viel genutzt. Ich darf bei der Mitgliederversammlung im Verein Havelfreude dabei sein. Ein juristisches Kurzgutachten wird verlesen, das die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie substanziell in Frage stellt. Kritisches Nachdenken über ein durchaus fragwürdiges Vorgehen des Bezirks. Ich brauche mal eben eine Siesta und habe mich daher in meine kleine rollende Laube zurückgezogen. Viele Eindrücke waren das schon in dieser ersten Folge. Also ihr merkt hoffentlich bereits, um was es mir geht. Ich möchte euch gern meine damaligen Nachbarn mal näher vorstellen, damit ihr versteht, warum die hier sind, was sie davon haben und wie sie dieses auch mit euch immer teilen, wenn ihr gerade in der Nähe seid und hier in Kladow an der Havel spazieren geht. Hinzu kommen Infos zum Stand der Entwicklungen angesichts jener sogenannten Machbarkeitsstudie, die ich als lang gedienter Wissenschaftler übrigens für ziemlich dürftig halte. Mit solch einer Studie hätte ich zumindest keinen Kandidaten durchgehen lassen. Veraltete Grundlagen und Daten. Keine Anpassungen aufgrund der längst alles verändernden Klimakrise. Mit Hochwasserszenarien, die es nicht mehr geben wird in dieser Region. Der Faktor Mensch bleibt außen vor. Ich möchte Begegnungen mit den Bewohnern, mit den Menschen hier in diesem Kanal realisieren. An meinen Gesprächen mit denen könnt ihr nahezu ungeschnitten, ungekürzt teilnehmen. Das dauert dann immer mal einige Minuten, aber mit Schwuppdiwupp kommt kein wirkliches Begegnen und Verstehen zustande. Und hier an der Havel ist man ja nur zur Erholung, bringt also Zeit mit und schenkt sie auch einander. Bis zum nächsten Mal.